For many of us, multitasking has become routine. But does performing several tasks at the same time really make sense? Unser Gehirn ist nicht gut im gleichzeitigen Bearbeiten von zwei verschiedenen Sachen. It causes stress that can be measured. Wir wissen inzwischen, dass Stress das Gehirn in verschiedenen Regionen schädigen kann. So what does multitasking actually do to us? Subjektiv entsteht die Illusion, das ist sozusagen auch die Zauberkraft des Multitaskings. Ich schaffe ja total viel, ich leiste total viel. It's a feeling nourished first and foremost by the digital world. Seductive, yet at the same time demanding. It keeps us constantly on the go. On est dans cette logique d'alerte qui fait que votre propre mobilisation de votre attention faiblit, parce que vous êtes disponible pour toute sollicitation. Today, we regard it as quite normal to be constantly accessible whilst performing some other task. Manchmal ist Multitasking auch produktiv. Es geht darum, das richtige Maß und die richtige Struktur zu finden. But where do the limits lie? How does our brain react when it has to perform different tasks simultaneously? And what about the body? Are there also positive effects, perhaps? And is it true that some people handle multitasking better than others? We humans are quite capable of doing different things at the same time, but that depends on the tasks and the conditions. As many parents who've had to work at home during the corona pandemic know, that scarcely includes doing home office work while looking after small children. But what exactly do we mean by multitasking? Multitasking wird natürlich nicht immer ganz trennscharf verwendet. Manche begreifen wirklich das zeitlich parallele Arbeiten darunter. Andere verstehen Multitasking schon, wenn ich verschiedene Lebensrollen in Einklang bringe, wie die Familie und den Beruf. The term multitasking actually comes from computing. It describes the ability of an operating system to perform several tasks simultaneously. The human brain is also a gigantic, complex computing centre, yet comparing it with a computer is far from accurate. Machines function solely along mathematical lines. They are characterised by their ability to process and store vast amounts of data very quickly. By comparison, our brain works in a markedly selective way. We are not even aware of most of the information it absorbs. Natürlich laufen die meisten Prozesse unbewusst ab. Das hat einfach damit zu tun, auch wie viel Prozesse automatisiert sind. Die können eher parallel zu anderen stattfinden. Aber neue und gerade mit komplexeren Denkleistungen verbundene Problemlösungen sind halt in ihrer Kapazität sehr begrenzt. The constant filtering and selection of incoming information is carried out by the thalamus in the interbrain, the main switching centre for the sensory organs. The thalamus passes relevant information to the cerebral cortex. Everything that we see, hear, feel, taste or smell is processed in the various regions of the cerebral cortex, which is also responsible for what we think, learn and memorise. Finally, what we consciously focus our attention on is controlled by the anterior cingulate cortex, the ACC. Wenn Sie, sagen wir mal, 3 oder 4 verschiedene Aufgabenanforderungen haben, die Sie bewältigen müssen, und Sie schaffen es, diese 4 Aufgaben wirklich gut und erfolgreich zu bewältigen, dann geht das nur folgendermaßen. Fokussieren, also Konzentration auf Aufgabe 1, Unterdrücken der Anforderungen von Aufgabe 2 und 3. Wechsel zur Aufgabe 2, Unterdrücken von Aufgabe 1 und 3 und so weiter. Das heißt, da brauchen Sie Kraft zu, da brauchen Sie Aufmerksamkeit und Sie brauchen vor allen Dingen Selbstdisziplin.
In many situations, we overestimate our capacities and, as a result, even put ourselves in danger. Driving is still a highly complex activity, even for experienced motorists. Using your smartphone while at the wheel is illegal, for a good reason. Tests carried out in Germany and the United States have shown that the attention of a motorist using a mobile phone is reduced by 40%. That is like having a blood alcohol level of between 0.8 and 1.1 per mil. Our test person, an experienced motorist, wants to find out for herself and has turned up for some driver safety training. After receiving a few brief instructions, she sets off. She has to cover a certain distance over which she will face various challenges. From time to time, she has to read and write messages on her smartphone or make a call, just like in real life. Our motorist is well aware that she is in a special test situation and that her attention is being divided. Nevertheless, someone losing concentration for just 2 seconds at 50 kilometers per hour drives blind for nearly 30 meters. Ja, ich muss gestehen, tatsächlich. Öfter schaue ich aufs Handy und ich tippe sogar als gestresste Mutter, die irgendwie versucht, 5 Dinge gleichzeitig zu erledigen, immer wieder auch Nachrichten rein. Ja, soll man nicht machen, tatsächlich. Also das habe ich gerade hier gemerkt, dass ich doch sehr, sehr geschockt war, als ich an der einen Stelle ausweichen musste. Und danach ist mir das Herz doch ziemlich in die Hose gerutscht. Here too, it's a case of distraction through parallel digital communication. In this college seminar, the lecturer is constantly competing with the entire online world. Yet studies carried out at 5 German universities showed that the performance of students using smartphones and tablets during a lecture drops by around 30%. Wie ist das bei Ihnen? Wonach verteilen Sie Ihre Aufmerksamkeit? Also wie viele Kanäle, Plattformen können Sie gleichzeitig bedienen, ohne dass Sie das Gefühl haben, oh, es ist einfach too much hier? Wie ist das bei Ihnen? Ich merke das tatsächlich bei mir, dass ich nicht gleichzeitig diskutieren kann, zum Beispiel mit meiner Mutter und mir die Schnürsenkel gleichzeitig zumachen kann. Also ich gebe das auch gern zu, bei mir geht das halt nicht so. Ich habe das Gerät, wo Zoom drauf stattfindet, dann habe ich meistens noch irgendwie das iPad zum Mitschreiben oder sowas und vielleicht dann irgendwie mal Instagram auf dem Telefon, dann merke ich schon, dass auf jeden Fall der Fokus, den ich dann in dem Moment, wenn ich eine Benachrichtigung kriege von der Vorlesung irgendwie nicht mehr habe, den muss ich erstmal wieder herstellen. Also ich würde auch sagen, ich bin nicht so richtig multitaskingfähig, das klappt nicht so gut. Ich höre auch ab und zu mal, zwar dann nicht so voll Lautstärke, aber so Spotify im Hintergrund oder so und ich habe damit kein Problem, der Vorlesung zu folgen. Is listening to music and at the same time following the lecture really no problem? Can our brain really manage that? How does the brain sort all the stimuli, impulses and information constantly impacting on it? Psychologists at Zurich University have been studying exactly what happens in the human brain when it is confronted simultaneously with learning material and music. After all, many people listen to music while they are working. They think it helps them to concentrate better. Some learning theories even support this assumption. In the Zurich experiment, test persons learn sometimes with and sometimes without music. Here, for example, a student is learning English vocabulary while listening to classical music. Her brain activity is being recorded. Matthias Korbi, the PhD student who is running the experiment, keeps a close eye on the ECG curves. Together with the head of the study, Professor Lutz Jenke, the young scientist is monitoring how the woman's brain is coping with the dual task. Although he's actually a great lover of music, Professor Jenke would never listen to music while working, and he knows why. Wenn Sie beispielsweise lernen, Vokabel lernen und hören gleichzeitig Musik,
dann müssen wir uns eigentlich auf das Vokabellernen konzentrieren und wir müssen das, was die Musik in unserem Gehirn auslöst, unterdrücken, bekämpfen gewissermaßen. Und das kostet Kraft und Mühe. Das können wir nicht lange. In the laboratory, Professor Jinke has shown visibly how a composition by Vivaldi triggers virtual storm waves in the brain. This leaves little room for coping with additional tasks and other stimuli. Es gibt gewisse Ausnahmen, wenn Sie in einem Großraumbüro arbeiten und Sie haben überall Reize um sich herum. Wenn Sie dann Kopfhörer aufhaben und hören dann vorhersagbare Musik, also Lounge-Musik oder relativ einfache Musik, die gewissermaßen eine klare Vorhersagestruktur hat, dann ist das kleinere Übel gegenüber den ständig sich wechselnden, unerwartbaren Reizen. It's always a case of how strongly our attention is challenged. Wir können ziemlich genau berechnen, dass pro Sekunde auf unser Sensorium, also Auge, Ohren, taktiler Sinn und so weiter, 11 Millionen Bit einprasseln. Von diesen 11 Millionen Bit können wir bewusst nur 11 bis 60 Bit verarbeiten. Lassen Sie bitte die Größenordnung mal kurz auf der Zunge zergehen. 11 Millionen Bit versus 11 bis 60 Bit. Das heißt, dieses bewusst Verarbeitete müssen wir wählen. Wir müssen das auswählen. But how do we do that? In a soundproof chamber at the Leibniz Research Center for Working Environment in Dortmund, Professor Edmund Wascher and his team are studying how our speech comprehension functions. This particular experiment focuses on the cocktail party effect, as it's known. It involves a situation in which, just like at a cocktail party, lots of sensory stimuli impact on us. Here, for instance, 3 people can be heard at once. So how does our brain sort this babble of voices? Das ist bis zu einem gewissen Grad wie ein Filter, der aber immer auf gegenseitige Beeinflussung, also auf einem Wettkampf beruht zwischen den Informationen oder den Stellen oder den Neuronen, die eben gewisse Informationen verarbeiten. In this experiment, the research team in Dortmund want to determine the importance of additional visual information, like mouth movements, for speech comprehension. Research into such attention processes is of increasing significance, especially for our working lives. Es ist definitiv so, dass wir eben durch die neuen Technologien, auch durch die Digitalisierung an vielen Stellen deutlich mehr Informationen verarbeiten müssen, als das früher der Fall war. Oder es sind deutlich mehr Arbeitsplätze eben mit Informationsverarbeitung verbunden. Und das ist schon eine Anforderung, die nicht vergleichbar ist mit dem, was wir vor 20 oder 30 Jahren hatten. Job offers often stress the need for applicants to be capable of multitasking. So does this mean that anyone applying must be able to handle as many things as possible at one and the same time while reacting to interruptions with sovereign ease? The now widespread ideal concept of an efficient employee is that of someone who can communicate with colleagues, customers and bosses, who is always available and accessible, and who can work on several digital devices at once while constantly keeping track of all incurring tasks. But the phenomenon of multitasking is found not only in an office environment, but also in the production sector. The change in the world of work has also changed research into the working environment. In the past, such research tended to focus on physical demands. Today, the emphasis is mainly on mental pressures. To what extent does our head play along when, for instance, it has to process information at the same time as the body is functioning? In this boating experiment, test persons have to negotiate obstacles without losing their balance on the swaying deck, a mental but also motory challenge. The ultra-modern GATE laboratory enables test setups in which even extreme situations can be simulated without risk.
Also beim Bootsfahren geht es vor allem um die Körperkoordination, um die Stabilität und eben auch um die Planung von Bewegungen. The next experiment also calls for maximum concentration. This time the test person has to cross a suspension bridge. What is simulated here in a virtual environment provides important information for structuring our world of work. Denken Sie nur an einen Dachdecker oder eben auch in anderen Zusammenhängen, wie zum Beispiel in der Logistik, wo die Leute verschiedene Informationen verarbeiten, sich aber gleichzeitig fortbewegen. Und mehr werden in gewissen industriellen Kontexten Datenbrillen eingesetzt, wo Information direkt in der Brille präsentiert wird. Das heißt, die ist allgegenwärtig und das ist eine Situation, von der wir noch nicht ausreichend wissen, um wirklich sicher zu gehen, dass dabei die Sicherheit auch gewährleistet ist. Einerseits beim Gehen und andererseits eben eine Information auch korrekt verarbeitet werden kann. At the modern workplace, the interface between human being and animal is becoming increasingly important. A fairly new area of research known as cognitive neuroergonomics focuses mainly on studying the new mental demands at the workplace. How do we cope with the many challenges? What is the advantage of working on several things at once? Does it really make us faster and more effective? Or conversely, is multitasking counterproductive? Doctors, and especially nursing staff, also complain about multiple demands and work interruptions. Constantly switching between direct patient care, administrative requirements, and the comprehensive organizational tasks on a ward is stressful. Scientists have been taking a closer look at everyday routine in hospitals. Wir haben Studien unter anderem gemacht, auch wieder in Krankenhäusern, bei Pflegekräften, die im Übrigen zwischen 60 und 120 Mal in einer Frühschicht unterbrochen werden. Je nachdem, welche Aufgabe da erledigt wird, zum Beispiel das Vorbereiten von Medikamenten, kann es auch da zu verheerenden Fehlern kommen. In emergency centres like the Trauma Hospital Berlin, it is not only practiced routine processes that are called for, but also a high degree of flexibility. As Dr. Johanna Ludwig knows, outsiders often have no idea what this entails. Oft sieht man gerade die Schwerverletzten gar nicht im Wartezimmer, weil die ja durch einen anderen Einkommen direkt in den Schockraum kommen. Die brauchen aber extrem viel Personal, die brauchen viel Zeit und die gucken wir natürlich sofort an, da lassen wir alles andere stehen und liegen. Das ist dann schwer zu verstehen, wie man im Wartezimmer so lange warten kann, warum da nichts passiert. Wird oft verstanden, die Ärztinnen und Ärzte, die arbeiten gar nicht, die trinken Kaffee, weil hier passiert ja nichts. Wenn wir vielleicht gerade dabei sind, Leben zu retten im Schockraum. Urgency is determined on the basis of an initial medical assessment. The triage system, as it's known, lays down clear criteria. Colours on a monitor illustrate the time windows involved. Red indicates that the patient needs immediate treatment. Orange means that the doctors have 10 minutes to spare. Green and blue represent the less serious cases. Despite this, not all procedures can be planned. Zum einen ist es ein super System, die Triage, zum anderen ist aber die Teamarbeit und die Zusammenarbeit in meinen Augen mindestens gleich wichtig. Also wenn zu mir eine Pflegekraft kommt, die seit 15 Jahren in der Rettungsstelle arbeitet und sagt, Johanna, der Patient gefällt mir nicht, du musst du angucken, dann gehe ich hin und gucke den an. Auch wenn der grün triagiert ist, nicht eigentlich eine Stunde Zeit hätte. As a rule, seriously injured patients are announced 10 minutes in advance, so the hospital team are already waiting. Despite the time pressure here too, there is no hectic activity. The calm and focused handover of the patient is an important point in the process. 65 geboren, heute Morgen Verbrennung 2b bis drittgradig, kleiner 15% Körperoberfläche, zugezogen durch Brandbeschleuniger selbst zugefügt. Brandbeschleuniger, dann Verkehrsunfall. Eine Minute, wo wir nicht den Patienten angucken, wo wir nicht mit dem Patienten reden, sondern wo wir nur hören, was ist die Übergabe, was ist passiert. Das ist ein ganz strukturiert Vorgehen, was ist passiert, wie ist es passiert. Ganz wichtig, gerade in der Unfallchirurgie, was haben da für Kräfte eingewirkt, mit was für einem Verletzungsmuster rechnen wir und was wurde bisher gemacht. Und erst dann lagern wir den Patienten um und wir fangen die Behandlung an.
Where multitasking is concerned, optimum workflows and clear communication are of major importance. Scientists at Koblenz University are studying how that takes place in a totally different environment, in large commercial enterprises. Es wird schon immer gesagt, dass in der Betriebswirtschaftslehre dass zu viel Multitasking betrieben wird. Und das sehen wir auch in den Unternehmen durchaus. Das Problem ist vom Prinzip her erkannt, nur die Umsetzung, die fällt schwer. The big question is how to maintain an overall view of the diverse existing and incoming tasks. Here, incoming and completed tasks are represented in totally analogous fashion with stickers. What at first glance now seems somewhat out of date in our digital world is in fact totally appropriate. Je abstrakter die Aufgabenstellungen sind, je komplexer sie sind, je digitaler sie sind, desto wichtiger ist es, dass wir die Dinge wieder runterbrechen und abbilden. Es ist für den Menschen halt viel einfacher zu sehen in einer Fabrik, da liegen jetzt 10 halbfertige Maschinen, weil die physisch da sind, als zu sehen, da sind jetzt 10 Vorgänge, 10 Kundenanfragen. Die sind alle nur so ein bisschen angefangen worden, aber keiner der Kunden hat jetzt ein Ergebnis gesehen. In unserer Modellfabrik an der Hochschule in Koblenz machen wir die Abläufe einer fiktiven Lkw-Fabrik sichtbar, wirklich begreifbar. Das beginnt mit dem Einkauf, der Beschaffung, also hier hinten die Lieferanten. Dann haben wir den Wareneingang, wir haben ein Lagerwesen und hier die Intralogistik, verschiedene Produktionsstationen und den Versand. Also geht es auch hier darum, unkontrolliertes, negatives Multitasking aufzudecken, Maßnahmen zu finden, wie man es besser machen kann. And that is necessary in many areas. Around 20% of capacity in industry is wasted through permanent multitasking in project management, and as a result, up to 25% of turnover is lost. Professor Kumms and the Vistem consultancy have proved this in a major study involving participants from 20 branches of trade and industry. Das wichtigste Ergebnis war, es ist wirklich so schlimm, wie immer behauptet wird. Das war eigentlich so ein zentrales Ergebnis. Es fehlt an klaren Strukturen, klaren Zielen. Die Priorisierung ist nicht wirklich gut ausgeprägt, sodass wir davon ausgehen müssen, es ist wirklich so, an vielen Stellen wird in den Unternehmen, in den Organisationen zu viel Multitasking betrieben, vor allen Dingen besteht keine Struktur, kein System, wie man das angeht. One of the participants in the study was Swiss company Endres & Hauser, one of the world's leading providers of process and laboratory technology. In recent years, the demands of this product developer of highly specialized measuring devices resulting from automation, digitization and sustainability aspects have risen enormously. Wir haben über die Zeit festgestellt, dass die Mitarbeitenden zwar immer mehr arbeiten und immer unter mehr Stress kommen, aber gleichzeitig am Ende weniger rauskommt. Und wir wollten uns den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft bedienen, um diese Situation zu verbessern. In the course of the study, online surveys and extensive interviews with workers and management were carried out in order to examine the work process from various angles. The major question was, where precisely do multiple stress and disruptive factors actually occur? Das Hauptproblem lag wirklich darin, dass bei den Leuten, die die Arbeit machen, das sind hier Entwicklungsteams, dass bei denen einfach zu viel verschiedene Aufträge aus den unterschiedlichsten Richtungen kamen und alle Aufträge hatten einfach höchste Priorität. Und das führt eigentlich zu einer Überlast in den Teams und es ist kein effizientes Arbeiten mehr möglich, weil die Leute sich nicht mehr auf ihre Tätigkeiten richtig konzentrieren können, wenn man von einer Aufgabe zur nächsten springt. Consequently, screened-off team islands were established within the Open Plan office. Now the software developers can work with fewer disturbances and coordinate better with one another. Planning was restructured to clear 14-day phases, known as sprints. Now management, clients and staff together determine realistic targets, task priority and individual workloads.
The result is transparent and binding for all those involved. In short daily meetings, only information of current importance is passed on to the software developers, and in concise form. For their part, developers can immediately bring up any problems that have arisen. Ich würde behaupten, wir haben uns da perspektivisch von der Effizienz her um Faktor 3 bis 4 verbessert. So the team's performance has tripled and everyone is happier. Es gibt mir auch ein gewisses Erfolgserlebnis, dass ich quasi jetzt eine Aufgabe, die ich machen sollte, abgeschlossen habe, einen Mehrwert für das Team auch erfüllen konnte. Und dann gehe ich glücklicher nach Hause. Coordination within the team and being able to work undisturbed is de-stressing for everyone. In general, being completely immersed in a hobby or a task has a positive effect on our sense of success and our feeling of happiness. This is called flow experience. Interruptions, disturbances, multitasking, in other words, have exactly the opposite effect. At Lübeck University, Professor Corinna Pfeiffer is studying the impact of multitasking on flow experiences at the workplace. Dafür haben wir Arbeitnehmende befragt. Wir haben sie innerhalb von einer Woche, es war eine Tagebuchstudie, jeden Tag zweimal zufällig unterbrochen und haben sie nach ihrer Erfahrung der letzten halben Stunde gefragt. Wir haben gefragt, wie viel Multitasking sie zeigen mussten in der vergangenen halben Stunde und auch wie viel Flow sie erlebt haben. Und diese Studie zeigt, dass sich Multitasking negativ auf Flow-Erleben ausgewirkt hat. But there is also such a thing as inner multitasking, which we ourselves engage in our heads. Buddhist meditation teaching uses the term monkey mind. Our thoughts spring widely to and fro like monkeys, increasing the pressure we are under, making us nervous and disturbing our concentration. Often our train of thought is also spoilt by a guilty conscience. Prokrastination kennen viele. Das ist das, was wir sonst im Sprachgebrauch unter Aufschieberitis kennen. Das heißt, wenn wir unangenehme Aufgaben auf die lange Bank schieben. Das heißt halt auch im Umkehrschluss, sie bleiben unerledigt und machen uns ein schlechtes Gewissen. Wir haben sie immer weiter im Hinterkopf. Die Präkrastination ist genau das Gegenteil davon. Das ist der Drang, die Dinge möglichst schnell zu erledigen. Kennen bestimmt auch viele. Am liebsten macht man erstmal viel weg von der To-Do-Liste. Und dazu kann es aber dann kommen, dass diese großen Aufgaben doch unerledigt bleiben. Too much embarked on and too much left unfinished, having a guilty conscience and in addition always being digitally accessible all leads to permanent stress. But what is the actual root of the problem? As a specialist in digital sociology, Professor Dominique Boulier studies the social effects of the new technologies. He analyses the impact digital factors have on human relations and the world of work. L'idée du salarié polyvalent, en réalité, elle est directement liée à un modèle de management qui est contemporain. Ça devient un modèle présenté comme « je suis disponible à toutes les sollicitations, en permanence, au même niveau, et je suis capable d'y réagir, mais à la microseconde quasiment, puis si on parle de la finance, on est effectivement à ce niveau-là. » Bien ça, effectivement, quand on oblige les gens à travailler à ce niveau-là, on atteint immédiatement des situations de burn-out qui sont très courantes dans les entreprises contemporaines. Il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, n'en peuvent plus de devoir en permanence répondre à tout de cette façon-là. Mais il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, à un certain niveau, il y a aussi un effet de défi où les gens se disent « je suis capable, je tiens tous les fils ». En réalité, on s'épuise, et à un moment, ça craque. Frank Richter also wanted to do too much at once for too long. Ich war erleichtert, dass ich jetzt Hilfe bekomme. Ich habe mich ja freiwillig in Hilfe begeben, weil ich sage, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Often, the only way out of the multitasking trap is a strict break.
Herr Richter kam in einem Zustand wirklich einer schweren Erschöpfung. Ja, es hatte sich über eine lange Phase von einer maximalen beruflichen, stressigen Belastung eben eine Erschöpfungsdepression dann schon hin entwickelt. Und das zeigte sich bei ihm vor allem in dem, was wir so agitierte Depression nennen. Das heißt, er war sehr aufgekratzt, unruhig, angespannt, konnte nicht in den Schlaf finden, es zeigten sich Konzentrationsstörungen, er musste viel grübeln. Also der ganze psychische Apparat war richtig aufgewühlt einerseits, andererseits aber eben auch schwer erschöpft. Das können Sie sich so vorstellen wie Gas und Bremse gleichzeitig. Patients suffering from accumulated stress recover in specialized clinics for psychosomatic and mental disorders. They again develop a normal feeling for time and their own personal needs. Here at the Gezeitenhaus Clinic near Magdeburg, patients are also helped with practices taken from traditional Chinese medicine. Achtsamkeitsübungen sind quasi ein spezifisches Gegenmittel gegen Multitasking. Achtsamkeit heißt ja sozusagen bewusst die Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment zu lenken. Ich blende alles aus. Wo bin ich? Welche Uhrzeit ist gerade? Welcher Tag? Keine Gedankenschleifen, Grübelschleifen. Ich bin komplett bei mir und bin komplett auf mich fokussiert. Ja. The effects of meditation on a brain stressed by multitasking can even be measured. In the neuroradiology department at the Rechts der Isar Hospital in Munich, psychologist Dr. Britta Hölzel examines test persons with an MRI scanner. Wir sehen, dass das Gehirn geschädigt werden kann, wenn sehr hohe Stresswerte über eine sehr lange Zeit da sind. Also wenn viel Cortisol ausgeschüttet wird, und Cortisol ist schädigend für die Neurone, zum Beispiel im Hippocampus. Da sehen wir also, dass im Zusammenhang mit Stress richtig die Dichte der grauen Substanz abgebaut werden kann. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass bei Achtsamkeitsmeditation die Dichte der grauen Substanz da auch wieder zunehmen kann. But that is not the only area of the brain that interests scientists in this context. Es gab vor einigen Jahren eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen, die sehr viel Media-Multitasking betreiben, eine geringere Dichte der grauen Substanz im anterioren singulären Kortex aufweisen, auch ACC abgekürzt. Und das ist eine ganz interessante Hirnregion, denn die ist wichtig für Aufmerksamkeitsregulationsprozesse. Wenn wir also bei einer Sache bleiben wollen und werden abgelenkt von ablenkenden Reizen, dann ist der ACC wichtig, uns dabei zu helfen, uns zu fokussieren auf das, was wir gerade tun möchten. Und wir sehen in verschiedenen Studien aus der Achtsamkeitsmeditationsforschung, dass hier sowohl die Funktion als auch die Struktur in dieser Region gestärkt werden kann durch die Meditationspraxis. Regenerationsphasen in sein Leben einbauen, heißt ja wirklich eine Lebensstiländerung vorzunehmen. Und eine Lebensstiländerung ist eben nicht leicht gemacht, auch nach einem stationären Aufenthalt von durchschnittlich 8 Wochen ist natürlich jemand kein anderer als vorher. Also das bedarf letztlich, bis Dinge so etabliert sind, sicher eines weiteren Weges von 1 bis 2 Jahren. Having to do many things at once makes people ill, while others seem to do it with ease. So can some people cope better with multitasking than others? Young people look at their smartphones or tablet up to 150 times a day. But through this constant switching from the offline to the online world, in reality they are only partially present in their own life and quickly become bored. Experts talk of a fragmented presence, both at work and also in leisure. It's a problem many are not even aware of. In this seminar, the lecturer is discussing the phenomenon with students who come up with their own personal experiences. Das kenne ich auch als Feedback von den Eltern oder Großeltern, dass ihre Generation und die jetzt noch jünger sind als sie noch mehr, dass sich die Aufmerksamkeitsspannen verändern und dass da schneller was Neues passieren muss. Und das kann man ja messen, also ab wann wir praktisch unruhig werden und ab wann ein neuer Reiz kommen muss. Ja? Manchmal, finde ich, kann ich das auch gar nicht steuern. Also manchmal
ist vielleicht das Schreiben mit den Freunden gerade interessanter oder ich sehe gerade ein YouTube-Video, dem ich mehr folgen kann als auch der Netflix-Serie, die ich gerade gucke. Also sogar manchmal das merke ich, dass das parallel läuft. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich beeinflussen kann. Scientists talk of an increasing and worrying impulse-driven state, a kind of addiction. This is attributable to the nerve cells in our forebrain, in the nucleus accumbens, as it is known. It is here that the body's own reward or pleasure center is located. It is stimulated by the messenger substance dopamine and also plays a decisive role in addiction. When this neurotransmitter docks onto the corresponding receptors, it gives us positive feelings, sensations we want to experience time and again. Situated in this area of the brain is the driving force of our entire behavior. If this reward system is constantly triggered by new stuff, a kind of addiction can arise. Push news, likes, constant distractions. These are the stuff which plays a central role in our multitasking everyday lives. That's because our pleasure center is greedy for newer and newer stimuli, and thus for the release of dopamine, the happiness hormone. Le design des interfaces sur les réseaux sociaux, il va permettre et favoriser une forme de multitâche. C'est-à-dire qu'en réalité, vous allez avoir des petits actionneurs, comme on dit, des actionneurs en termes d'interface, et des signaux qui vont être de très faible amplitude cognitive. Donc, c'est des tout petits signaux et des réactivités ultra rapides. Donc ça vous permet de faire beaucoup de choses et d'en même temps de voir en attention périphérique des choses qui se passent sur Instagram, sur YouTube, sur tout ça, et clac, 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 et vous réagissez. Donc, ils ont réagi à quoi? Ils ont réagi au nom du compte, au hashtag ou au titre. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez balayer très très vite, vous voyez. Et le système est tel qu'il suffit de voir un titre, oh ça parle de ça, tac, j'appuie sur un bouton. Terminé, vous n'avez pas mobilisé une grande énergie cognitive, et donc vous avez l'impression de faire beaucoup de choses à la fois, de suivre plusieurs fils d'actualité en même temps, parce que vous ne prenez pas le temps de rentrer dans les contenus. Et donc le design même des réseaux sociaux encourage encore cette illusion, j'allais dire, de multitâche, parce qu'en réalité, c'est vraiment, on a abaissé le niveau de mobilisation de votre attention sur seulement un régime d'alerte où vous réagissez. So-called digital natives grow up quite naturally with the social networks and with all the information and communication possibilities on offer. They handle the various devices with ease and also seem to be better conditioned for multitasking, but appearances can be deceptive. Ich möchte aus der Perspektive der Neurowissenschaften noch kurz einen Aspekt hinzufügen. Sie dürfen nicht vergessen, dass das Gehirn reift. Es unterliegt einem ganz typischen Reifungsverlauf, wo ein ganz bestimmtes Hirngebiet, nämlich das Stirnhirn, also der Frontalkortex, dass der relativ lange braucht, bis er in einen erwachsenen Zustand hineinreift. Und so um die Pubertät herum ist diese Hirnstruktur noch gar nicht in der Lage, entsprechende Hemmprozesse auf die aufsteigenden emotionalen Impulse zu entfalten. Und das ist genau das Problem der pubertierenden jungen Menschen, aber auch der Adoleszenten, der Heranwachsenden, dass sie in eine Welt hineingeboren werden, die sie bombardiert mit vielen Reizanforderungen, und sie verfügen noch nicht mal über die Hardware sozusagen, Grundlage, um diesen Anforderungen entsprechende Hemmungen entgegenzuwirken. As part of a priority program, some 20 German universities are studying various aspects of multitasking. Their spokesman is cognitive psychologist Professor Iring Koch. On a personal level, he is particularly interested in the trainability of the human brain. We asked him to take a look at a performance by Harry Kane, a vaudeville artist of the 1920s who amazed his audiences with his extraordinary feats as a mental marvel. 5 different ways at the same time. In my next demonstration, I'll show you how the brain... As an entertainer and author, Kane advocated mental training programs for everyone. Upside down and backwards. I'm going to spell every word backwards. I'm going to try and talk to you at the same time. Now, as scientists claim that man only uses 1/10 of his brain power. He allows the other 9/10 to remain idle
unemployed, untrained, and underdeveloped. And because of this, we haven't the least idea of the capabilities of the human brain. Ja, an diesem Beispiel kann man sehr schön sehen, wie man auch schwierige Aufgaben durch extrem viel Übung wirklich gut miteinander kombinieren kann. Sie sehen aber auch, dass die Leistung nicht ganz so flüssig ist. Also wenn man jetzt die Motorik der Schreibbewegung sich genauer anguckt. Und das spricht meines Erachtens dafür, dass hier diese schwierigen Aufgaben so miteinander kombiniert werden, dass sie sich eigentlich nicht überschneiden, und das führt dann aber dazu, dass ich vielleicht kleine Pausen bekomme und halt also etwas längere Pausen zwischen den Worten, sodass es nicht mehr ganz so flüssig ist. Whether we engage in multitasking or avoid it also depends on our character. Some people simply feel better if they are always doing several things at once, but this doesn't mean that they can do it particularly well. Wenn man Menschen befragt, ob sie viel Multitasking machen und ob sie glauben, dass sie das gut können, dann wird man feststellen, dass diejenigen, die das viel tun, und häufig auch diejenigen, die sagen, sie können es gut, es überhaupt nicht gut können. Und es könnte auch so sein, dass diejenigen, die besonders viel Multitasking machen, das nicht machen, weil sie es besonders gut können, sondern weil sie tatsächlich besonders leicht ablenkbar sind und deswegen schnell von einer Aufgabe zur nächsten Aufgabe überwechseln. Il y a de fait un apprentissage, malgré tout, de toute une génération de personnes qui se sont connectées dès le début et qui se sont améliorées dans la capacité à gérer plusieurs flux attentionnels en même temps. C'est vrai qu'il y a une évolution en termes de capacité cognitive. Mais dans tous les cas, ils sont obligés de trouver des techniques pour distribuer leur attention de façon séquentielle ou, comme je le disais, en mettant des choses un peu en arrière-plan. Mais il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir deux flux attentionnels de même niveau. In general, it is said women are better at multitasking than men. An international survey carried out, among other places in the United States, the Netherlands and Germany, showed that half those interviewed, men and women, believed that the two sexes have different multitasking capabilities. And 80% were of the opinion that women are better at multitasking. Psychologist Dr. Patricia Hirsch from Aachen University has tested this assumption in a laboratory experiment. So, how realistic is this seemingly widespread assessment? And what is the basis for it? Die Personen glauben, dass Frauen besser im Multitasking sind als Männer, weil sie häufiger im Alltag mit Multitasking-Situationen zu tun haben. Dass sie zum Beispiel den Haushalt schmeißen müssen und noch zusätzlich einem Job nachgehen. For Patricia Hirsch's study, male and female test persons had to perform simple reaction tasks on a screen. For example, they had to determine whether a letter was a vowel or a consonant, and whether a number was odd or even. Greater attention was called for when the exercises were presented in a mixed form. In other words, when they had to be solved under multitasking conditions. The time needed by the test persons was noted along with the number of errors they made when they had to focus on several things at once. Die Ergebnisse unserer Studie weisen darauf hin, dass es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Multitasking-Leistung gibt. Also es gibt keine überzeugende empirische Evidenz dafür, dass Frauen multitaskingfähiger sind als Männer. Yet, even though other studies have produced similar findings, the old cliché still persists, perhaps because it's more convenient that way. And what about the older section of society? In Europe, the proportion of over 50-year-olds in the working population is high and continues to rise.
There is clear evidence that our cognitive capabilities diminish as we approach old age, so it could be assumed that the elderly have problems with multitasking. Wenn man jetzt aber wirklich ins Arbeitsleben geht und jüngere Beschäftigte mit älteren vergleicht, dann stimmt dieses Stereotyp sicher nicht. Ganz im Gegenteil, die Menschen, die lange Kompetenzen aufgebaut haben in ihrem Bereich, die leisten auch tatsächlich mehr in ihrer Arbeit. Und im Gegenteil ist es so, dass die Jüngeren praktisch durch ihre vielleicht geistigere Schnelligkeit kompensieren müssen und die Älteren Abkürzungen kennen. In the industrialized countries, the average age of a workforce is increasing. At the same time, vocational demands are constantly changing. So how can older employees maintain their workability, their competence and their quality of life for as long as possible? Dr. Georgios Athanasiou focuses on such questions within the framework of SUSTAGE, a research project which is backed by the European Union. Das eine industrielle Gebiet, wo wir pilotieren werden, ist die Automobilindustrie und die Montagelinien. Vital data on the fitters tells researchers when older workers are particularly under stress. Das sind Erscheinungen wie Ermüdung und wir mit SUSTAGE versuchen durch den Einsatz von bestimmten Sensoren, also Informationen über den Zustand des Arbeiters zu bekommen und durch ein Empfehlungssystem präventive Handlungsweisen vorzuschlagen. Entweder versuchen wir mit einer Empfehlung zu einer Mikropause zu leiten, 5 Minuten, sodass die Person sich erholen kann, wenn es um Ermüdung geht, oder wir nutzen das, was wir als die positive Seite des Multitaskings dann nennen, also dieses Task-Switching, das Wechseln zu einer anderen Arbeitsstation. This kind of change can be especially helpful where monotonous work processes are concerned. The project's second location is the port of Heraklion on the Greek island of Crete. Here too, the research team have first tried to determine specific sources of stress at the various workplaces, like physical stress, mental overload and unnecessary multitasking. Wir haben 2 ziemlich unterschiedliche Berufsbilder, mit denen wir arbeiten werden, die auch unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen. Das eine sind die Hafenarbeiter, also das sind die Leute, die die Container sichern, entsichern für den Kran, um die Container letztendlich entweder beladen werden oder gelöscht werden. Das ist eine ziemlich harte Arbeit, sehr, sehr hart körperliche Arbeit. Das andere Berufsbild ist der Kranführer. Der hat hauptsächlich eine kognitive Aufgabe. Der muss den Kranbaum Richtung Deck oder Richtung Pier bringen, bewegen und gleichzeitig immer ein Auge behalten, wo sind die Hafenarbeiter, ist jemand unter dem Container, weil seine Aufgabe für beide mit sehr hoher Gefährdung letztendlich dann einhergeht. In order to help older workers meet such challenges, the pilot project has developed a clever assistance system. As soon as they get out of bed in the morning, each participant in the study has to click into the system. A smartwatch records data on their mental and physical fitness level all day long. The system was developed by an international consortium of engineers, software developers and psychologists, naturally while meeting the highest demands of data protection. Through a person's heart rate, but also with the help of speech analysis, the system identifies even the slightest sign of fatigue or lack of concentration when complex tasks are being performed. The app informs the individual, sometimes the shift supervisor as well, and transmits specific advice. That, in fact, is the actual goal of the pilot project, to establish a personal recommendation system which promotes and sustains the performance capability of older employees. Specially developed leisure games are also an integral part of the system. These games are designed in such a way that the degree of difficulty slowly increases, from simple memory tasks to more demanding multitasking conditions. Depending on the game, different memory performances are also called for. This is one way in which older employees can preserve their mental capabilities, capabilities which without training would diminish.
Wir wissen ja mittlerweile, dass auch ältere Gehirne sich verändern infolge von Lernen. Und ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel 50-Jährige, 60-Jährige, aber auch 70-Jährige 1 Stunde am Tag ruhig und konzentriert arbeiten. Das würde auch einen enormen Innovationsschub geben, weil ich glaube, dass bei älteren Menschen noch sehr, sehr viel an Kapazitäten vorhanden sind, die ungenutzt brach rumliegen. Yet in ageing societies, there is a distinct need for this capacity. That is also why we must structure our world of work to protect ourselves from excessive stress and premature wear-out. We already have laws on working hours. Now, in addition, with France leading the way, attempts are being made throughout Europe to define a right to non-accessibility. Trade unions in Germany are also involved in similar negotiations, and in industry, the first positive examples can be seen. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises, et même des très grandes, hein, comme HP par exemple, qui limitent les moments où on répond aux mails. Vous voyez, parce que, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Hein, je veux dire, les mails eux-mêmes peuvent générer beaucoup de pression. Eh bien, il y a des heures le matin et en fin de service l'après-midi qui font que vous répondez aux mails à ce moment-là, mais vous avez tout le reste de la journée où vous n'attendez pas que les autres répondent. Currently, a lot of research is focused on how much stress the brain can take, on how we can protect ourselves from the increasing flood of information, and how we can cope better with our digital everyday lives. But there is no single answer. What is more, new forms of work, like home office, call for new rules if the borders between work and leisure are not to disappear completely. It is here that employers are called upon to create the appropriate parameters. In the final analysis, it is also down to the self-organisation and discipline of each individual. Many of the suggestions for escaping from the multitasking spiral seem plausible, ticking off completed tasks one by one, taking breaks, doing exercises, and resolutely stopping work at the end of the day. But what approach do our experts take in their own personal lives? Multitasking-Situationen ganz zu vermeiden, gerade mit 2 Kindern zu Hause, funktioniert nicht immer. Ich mache mir immer eine To-Do-Liste und versuche strikt danach zu arbeiten. C'est encore mieux que ça, c'est-à-dire que quand j'écris, je m'isole dans un monastère et je vais travailler à une époque, si possible, sans connexion. Und ich glaube, man kann sich zu einer guten Gewohnheit machen, sich selber die Zeit zuzugestehen, die Dinge nacheinander zu erledigen. Ich wünsche mir, ich könnte jetzt sagen, dass ich durch mein theoretisches Wissen über Multitasking und kognitive Anforderungen dann immun bin gegen alle negativen Folgen von Multitasking, das ist nicht der Fall. Non, mais c'est vrai que ça demande une vraie volonté et comment dire, un pari sur le fait qu'on peut accepter d'être déconnecté comme ça. Mais c'est très rare, hein. Moi je le dis parce que je le fais de temps en temps, mais c'est là où j'en perçois la valeur.